Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing zu Teil 4 des Restaurierungsvlogs unserer Yamaha TZ 250. Also bleibt dran! Seit dem letzten Teil dieser Videoreihe hat sich wieder ein wenig was getan. Ich bin wieder einige Schritte vorwärts gekommen mit der Restaurierung der Yamaha TZ, aber seht einfach selbst. Hier haben wir jetzt mal die beiden Vergaser. Anstatt der Cayenne Flachschiebervergaser, die ursprünglich montiert waren, als ich die TZ bekommen habe, habe ich jetzt hier nochmal einen Satz 38 mm Mikuni Rundschiebervergaser bekommen. Die waren preislich ziemlich attraktiv. Die habe ich in Japan bekommen, so dass ich jetzt entschieden habe, dass diese, so wie es eigentlich original auch war, zunächst auf den Motor montiert werden sollen. Machen einen recht guten Eindruck, sind aber dennoch ein bisschen dreckig, so dass die jetzt auf jeden Fall bei der Gelegenheit erstmal ins Ultraschallbad kommen, dass wir da sicher sein können, dass da alles sauber ist und alle Düsen und Kanäle frei sind. Als ich die Vergaser bekommen habe, ist mir aufgefallen, dass hier die falschen Schieber drin sind. Das sind Schieber für 36 mm Vergaser. Da hatte ich aber Glück, da hat mir ein TZ-Freund aus England ausgeholfen und mir die passenden Schieber zukommen lassen. Ja, und als Vorbereitung fürs Ultraschallbad sollen die Vergaser jetzt erstmal vollständig zerlegt werden. So, damit ist der Vergaser jetzt soweit zerlegt, dass die ganzen Komponenten dann so ins Ultraschallbad können. Den zweiten Vergaser zerlege ich jetzt analog. So, hier sehen wir jetzt die zerlegten Vergaser nach der Ultraschallreinigung. Das sieht soweit alles gut aus. Das kann jetzt bis morgen trocknen und dann werden die in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut. Die Schwimmerkammerdichtung ist natürlich nicht mehr zu gebrauchen. Die werde ich mir dann nach altbewährtem Schema neu anfertigen. Ebenso hier diese Schläuche, die sind knochenhart, die werden wir erneuern. Ebenso die ganzen Dichtringe, so dass die Vergaser dann wieder einbaufertig sind. So, hier sieht man jetzt die beiden Vergaser. Die ersten Teile sind schon weitestgehend montiert. Für die richtige Abstimmung hat mich die Firma Topham Vergasertechnik noch mit den richtigen Abstimmteilen versorgt, nämlich mit den für diesen Motor passenden Nadeldüsen und Nadeln. Die müssen noch eingebaut werden. Gleichzeitig sind schon die Choke-Vorrichtungen angekommen, die haben nämlich gefehlt. So dass wir die Vergaser jetzt einbaufertig montieren können. Die Nadeldüse, die schiebt sich von hier oben einfach rein und wird dann von unten einfach von der Hauptdüse gehalten.
freidrehen. Eine neue Schwimmerkammerdichtung, das hatte ich euch ja in einem vergangenen Video schon mal gezeigt, wie ich mir die nachfertige. Dann haben wir hier die passende Nadel. Und den Clip dazu. Machen wir jetzt fürs Erste erstmal auf die mittlere Position. Das müssen wir dann natürlich später bei den ersten Testläufen noch rausfahren, was da am besten funktioniert. Dann kann der Schieber hier fürs Erste wieder rein. Und dann noch hier die Einzelteile für den Choke. Da nutzen wir nur die gerade Variante. Einfach mal den Kolben selbst. Den schieben wir schon mal hier rein. Der bekommt noch seine Feder. Und den Verschluss. Drehen wir jetzt fürs Erste einfach nur mit der Hand bei, da wir dann später noch den Zug einhängen müssen. Der Bowdenzugeinsteller mit seiner Kontermutter. Und die Schutzkappe. So, fehlen noch die Überlaufschläuche und der Schlauch für die Powerjet. Habe ich schon hier liegen, muss ich dann noch auf Länge schneiden. Und damit ist der Vergaser dann erstmal einbaufertig. Den zweiten dann natürlich analog und dann geht's am Motorrad weiter. So, als nächstes habe ich jetzt hier den Stellmotor für die Auslasssteuerung montiert. Hier auch die Züge schon wieder eingehängt. Das zugehörige Steuermodul für die Auslasssteuerung und hier unten die CDI. Das muss dann noch alles verkabelt werden. Das sieht hier noch ein bisschen wild aus. Sind einige Flickstellen drin. Das muss man dann einmal alles schön machen, das Klebeband entfernen und das alles wieder sauber verlöten. Hier oben so ein paar Klebebandreste, die habe ich leider nicht wegbekommen. Aber soll jetzt erstmal nicht stören. Wichtiger ist, dass das dann anschließend alles einwandfrei funktioniert. So, das waren mal die Auspuffhalter, die mal hier in dieser Aufnahme am Rahmen gesessen haben. Natürlich jetzt nicht mehr so schön, aber irgendwie selbst nachgebaut. Die habe ich mir mit 3D-Druck nachgefertigt, mit einer Sechskant-Aufnahme in der Mitte. Und dann hatte ich in meinem Fundus noch hier diese schönen Sechskant-Messinghülsen, die sich dann exakt dort reinsetzen. So sieht das Ganze dann montiert aus. Die Messinghülse in der TPU-Buchse, dass der Auspuff dann da wieder entkoppelt aufgehängt werden kann. So, ich habe jetzt schon mal die Auspuffanlage wieder drauf gesteckt. Frisch lackiert. Da waren ja diese nicht mehr so schönen Schalldämpfer montiert. Da habe ich mir jetzt was anderes besorgt. Aus dem Land der Qualitätsprodukte habe ich mir die bestellt. Komplett aus Aluminium poliert. Die habe ich mir hier hinten ein bisschen aufgeweitet. Auf 12 und auf 6 Uhr 2 neue Gewindebohrungen gesetzt, dass die
exakt hier dran passen, weil ich an den Originalteilen da nichts verändern wollte. Da wollte ich jetzt nicht noch zusätzlich bohren oder rumschweißen, falls ich irgendwann mal die Originalschalldämpfer bekomme, dass die dann da noch einwandfrei dran passen. Was die sich jetzt hier bei diesem langen Endrohr gedacht haben, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite habe ich den schon mal provisorisch montiert. Da sieht man auch, dass ich hier den Schnitt schon angezeichnet habe, um das entsprechend zu kürzen, dass das dann später auch nach was aussieht. Aber ich denke, das ist fürs Erste nicht schlecht. So, und so sieht das jetzt fertig aus. Das Endrohr habe ich gekürzt, den Endschalldämpfer endgültig montiert mit der zugehörigen Dichtung. Ja, kann man so lassen, denke ich. So, hier ist jetzt der Wasserkühler. Ähnlichen Zustand wie der Rest vom Motorrad. War jetzt schon mal mit Wasser gefüllt. Scheint auf den ersten Blick dicht zu sein. Jetzt gilt es, den zu reinigen. Und dann in filigraner Kleinarbeit diese ganzen kleinen Kühlrippen hier wieder zu richten. So, hier haben wir jetzt den überarbeiteten Kühler. Hat noch einen ganz leichten Hauch schwarze Farbe bekommen, damit das da auch wieder ein bisschen schön gleichmäßige Optik hat. Und der soll jetzt endgültig wieder montiert werden. So, damit wäre auch der Kühler fertig montiert. Da fehlt dann noch der Temperaturfühler mit der Temperaturanzeige. Der ist im Zulauf. Da konnte ich mir das originale Instrument günstig in Japan ersteigern. Das ist dann demnächst auf dem Postweg hierher. Das wird dann noch eingebaut. Und soweit sieht das aber jetzt schon mal gut aus. Schläuche sind verbunden und dann kann es hier weitergehen. So, und der eine oder andere hat es vielleicht im Hintergrund eben schon entdeckt. Ich habe das Original Hinterrad für die TZ bekommen. Ist jetzt die originale 18 Zoll Felge. Ursprünglich wollte ich eigentlich eine 17 Zoll Felge verbauen, aber da war es ziemlich schwierig, da an was passendes, Brauchbares ranzukommen. Deswegen bauen wir jetzt hier erstmal komplett auf Original. Reifenwahl muss ich dann eben zeigen. Momentan ist noch ein alter knochenharter Slick montiert. Der muss dann natürlich runter. Aber fürs Erste bekommt die Felge jetzt erstmal einen Satz neue Radlager. Und dann können wir die so erstmal einbauen, um das Ganze dann erstmal auch wieder rollbar zu machen. Ja, so sieht das nun aus mit dem montierten Hinterrad. Die Bremsscheibe und das Kettenblatt habe ich jetzt mal provisorisch draufgesteckt, um dann nachher zu schauen, ob das passt. Da muss ich dann aber später nochmal ran, da hier ein selbstgefräster Träger für den hinteren Bremssattel sitzt, der eigentlich auf die ursprünglich verbauten Magnesiumfelgen angepasst war. Da muss ich mir dann die Mittenposition des Rads noch genau raussuchen. Wie man hier sieht, das ist noch ein bisschen knapp. Aber wir haben einen Motor, wir haben zwei Räder. Sieht schon wieder fast aus wie ein Motorrad. Nächsten Schritt soll dann die Bremsanlage überholt und verbaut werden. Dann die überholten Vergaser montiert werden und die entsprechenden Züge für Gas und Kupplung angefertigt und montiert werden, dass wir dann hier weiter vorankommen.
Ja, ihr seht, es geht stetig voran. Es ist aber dennoch einiges an Arbeit zu tun an der Yamaha TZ, bis die das erste Mal wieder eine Rennstrecke sehen kann. Aber ich bin guter Dinge, die Restaurierung dann in naher Zukunft abschließen zu können. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es bis dahin weitergeht, organisiert euch gerne mit einem einfachen Mausklick ein kostenloses Abo des Kanals. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt diesem einen Daumen nach oben. Bis dahin, tschüss.